Hallo liebe Concorde-Freunde! Wir starten mit einer neuen Videoreihe zum Thema Centurion-Technik. Als erstes möchten wir euch den Iveco Daily vorstellen, also Centurion Iveco Daily, und fangen jetzt hier mit dem neu designten Armaturenbrett speziell für dieses Modell an. Wie gesagt, wir sitzen hier in einem neu designten Armaturenbrett, was ergonomisch komplett auf den Fahrer ausgerichtet ist, also leicht gebogen, sodass der Fahrer alle seine Assistenzsysteme und Bordinstrumente perfekt im Blick hat. Ich möchte jetzt hier auf die Punkte eingehen, die anders sind zu unseren anderen Baureihen, Charisma, Cava etc., also im Vergleich zu den anderen Iveco Daily basierten Fahrzeugen. Das heißt, wir lassen alles weg, was ihr schon aus unseren anderen Basic-Baureihen kennt. Das Lenkrad ist ja das gleiche, auch die Iveco-Schalter sind die gleichen. Wir haben jetzt hier einige spezielle Besonderheiten. Wir fangen hier an und sagen, wir wollen jetzt als erstes ja mal unser Radio einschalten, auf diesen Schalter drücken, der dieses Notenzeichen hat, dann geht das Radio an. Wie ihr wisst, ist das Display natürlich auch gleichzeitig für die Kameras gedacht. Da gibt es eine kleine Besonderheit. Wir haben hier das gleiche Alpine-System, das ich schon erklärt habe. Also die Funktionen sind die gleichen. Ein bisschen anderes sind die Schalter. Wir haben hier quasi eine Reihe mit Schaltern, die sonst im Navigationssystem direkt verbaut sind. Die wesentlichen, ihr habt hier einmal wieder die Funktion, wo komme ich zu meinem Musikprogramm. Das schaltet dann um und wenn ich zu meiner Navigation will, eben auf dieses Taste mit dem Pfeil drücken. Ansonsten, wenn ihr auf das Menü geht, findet ihr ja hier normalerweise den Schalter für die Kamera. Dieses Fahrzeug, in dem wir jetzt sitzen, hat ein Bird View, deswegen seht ihr kein Kamerazeichen. Ihr schaltet die Kamera am Armaturenbrett ein, auf das Kamerazeichen gehen. Und dann geht ein zweites Display links vom Fahrer an. Und ich habe mein Bird View quasi hier separat. Hat natürlich den Vorteil, ich kann quasi meine Navigation laufen lassen und habe gleichzeitig mein Kamerasystem und beides steht mir während der Fahrt zur Verfügung. Ich sehe jetzt also hier im Moment die eingestellte Kameraoption und kann mit dem zweiten Schalter das noch verändern, indem ich einfach tippe und kann mir anzeigen, dass ich das Fahrzeug nur von oben sehe. Oder jetzt sehe ich von oben und nach hinten. Wenn ich nochmal tippe, sehe ich von oben und die Position nach vorne. Und dann kommt noch die rechte und die linke Seite. Wenn ihr später fahrt, im Fahrbetrieb ist es so, dass ihr ganz automatisch, wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt, seht ihr natürlich die rückwärts gerichtete Kamera. Und wenn ihr den Blinker nach rechts oder links setzt, seht ihr jeweils die rechte und linke Seite. Was natürlich schön ist, dass ich einfach gucken kann, ist es da irgendwo ein Fahrradfahrer neben mir. Dann die nächsten Schalter, die hier kommen, ist die Ambientebeleuchtung im Armaturenbrett. Wenn ich hier draufklicke, geht mein schön beleuchtetes Armaturenbrett an und ich kann mit dem zweiten Schalter dann noch die Lichtfarbe wählen. Von dunkelblau auf hellblau. So, hier unten auf dem Ablagepanel haben wir für euch USB-Dosen. Einmal eine Doppel-USB-Dose. Mit dieser könnt ihr eure Mobilfunkgeräte laden. Diese USB-Dosen haben immer Strom, also auch wenn der Motor nicht läuft. Die einzelne USB-Dose ist mit dem Radio verbunden. Da habt ihr auch nur Strom, wenn der Motor läuft. Das ist dazu gedacht, dass ihr quasi euer Handy direkt mit dem Alpine-System verbinden könnt und dann zum Beispiel Apple CarPlay nutzen könnt. Dann haben wir hier unten drunter die Schaltereinheit für diverse Optionen. Wir haben ja hier in dem Centurion auf Iveco Daily ein 24-Volt-System, ein CAN-Bus-System und da sehen die Schaltereinheiten ein bisschen anders aus. Es gibt hier Touch-Panels. Ihr müsst einfach immer nur einmal aufdrücken, damit das Licht angeht und dann könnt ihr das bedienen. Alles, was blau ist, ist ausgeschaltet, was grün ist, ist eingeschaltet. Das erste, was wir hier sehen, ist die Frontscheibenheizung. Die kann ich quasi einschalten. Das ist eine Scheibenheizung, die auch im Standbetrieb möglich ist. Dann haben wir hier diese Striche, das ist unser Frontrollladen. Wir haben natürlich auch wieder eine Entriegelung, wie bei den anderen Rollladen auch. Einfach diesen Hebel mechanisch nutzen, wenn ihr während der Fahrt den Rollladen sichern wollt und ansonsten entriegeln.
und dann eben den unteren Schalter betätigen, damit fährt der Rollladen runter und mit den wenigeren Strichen fährt er wieder hoch. Wie ihr vielleicht schon gelernt habt, wenn ihr die anderen Videos geschaut habt, das geht immer nur, wenn ihr 230 Volt Anschluss habt oder der Wechselrichter eingeschaltet ist. Dann habe ich verschiedene Lampen, das ist einmal meine Beleuchtung, die quasi über dem Fahrerhaus ist, und dann diese zwei schrägen Lampen ist für den Beifahrer und für den Fahrer die sogenannten Leseleuchten, die man ja auch mal während der Fahrt manchmal kurz anmacht, vielleicht eher der Beifahrer, wenn er irgendwas nachschauen will. Als nächstes kommt hier dieses Fenster für den Beifahrerseite, dass ich hier quasi mein Fenster schließe. Hier öffne ich das Fenster, hier unten schließe ich wieder. Auf meiner linken Seite habe ich hier zum einen das Fenster natürlich zum Öffnen und wieder zum Schließen. Das sind die zwei oberen linken Schalter. Dann habe ich das Front-Sonnenrollo, das elektrische Rollo. Einfach damit runterfahren während der Fahrt bzw. wieder hochfahren. Unten drunter ist meine Außenbeleuchtung, die Dachbeleuchtung rechts und links, die ich hier einschalten kann. Damit könnt ihr auch bei langsamer Rückwärtsfahrt diese Lampen nutzen zum Rangieren im Dunkeln. Eine zusätzliche Hilfe ist die Heckbeleuchtung, die ich hier unten einschalte. Auch das hilft mir beim Rückwärtsfahren in der Nacht, wenn es dunkel ist, dass ich mehr sehe, was sich da tut. Dann habt ihr noch dieses rote Schlüsselzeichen. Das ist ein Alarm, wenn es rot ist. Das bedeutet, eine der Klappen oder die Eingangstür ist offen. Wir haben jetzt extra eine Klappe offen gelassen, um das mal zu zeigen. Damit habt ihr einfach als Fahrer, könnt ihr immer ganz schnell checken, ist alles okay, kann ich losfahren oder muss ich noch mal eine Klappe kontrollieren, ist irgendwas noch offen. So wie ihr das ja schon vom Iveco Daily kennt, ist natürlich im Fußraum hier auf der linken Seite die Entriegelung für die Motorhaube und der Diagnosestecker für den Iveco-Service. So, auf der Fahrerseite sind wir jetzt fertig. Jetzt schauen wir uns noch die Beifahrerseite unseres Armaturenbretts an. Wir haben unser Handschuhfach und oben noch einen Deckel, den ihr öffnen könnt. Da kann man noch Papierkram reinlegen. Im Handschuhfach findet ihr wieder die Umstellung unseres Soundsystems. Das hatte ich ja auch schon mal erklärt. Für heute sind wir fertig. Ich darf mich bedanken bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie das Kontrollpanel aussieht und wie das Ganze funktioniert. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.